Hi Leute und herzlich willkommen zum 5. Tag der IAE 2954. Heute stellt ein Urgestein der intergalaktischen Raumfahrt, RSI, Roberts Space Industry, ihre Schiffe vor. Und hier in der Haupthalle werden wir förmlich erschlagen von der riesigen Silhouette der RSI Polaris. Die haben wir ja schon zur Invictus Launch Week dieses Jahr mal ausgestellt gesehen, war aber noch nicht betretbar. Mittlerweile ist sie flugfertig und auch über die großen Rampen, die ihr da seht, betretbar. Das heißt, die werden wir uns auf jeden Fall von innen ansehen. Bevor wir das machen, haben wir aber noch links und rechts zwei Neuerscheinungen, und zwar die RSI Zeus Mk2. Manche von euch erinnern sich vielleicht noch, die RSI Zeus war das erste quantensprungfähige Schiff und die Zeus Mk2 ist die Weiterentwicklung dieses Schiffes, hier in zwei Varianten vorgestellt. Die CL-Variante in Blau ist die Frachtschiff-Variante und die ES-Variante in Weiß ist die Erkundungsvariante, und die werden wir uns jetzt erstmal von innen ansehen. Die Zeus hat mehrere Zugangspunkte, einer davon befindet sich am Bauch des Schiffes, und zwar ist das eine Leiter, über die man einsteigen kann. Sind wir die Leiter nach oben geklettert, finden wir uns direkt neben einem Feuerlöscher im Hauptkorridor wieder, wo wir die Schildgeneratoren und die Batterien finden, sowie den Gravitationsgenerator und ein Relay-Panel, wo wir Sicherungen haben, sowie das Engineering Terminal. Gehen wir jetzt weiter zum Bug des Schiffes, haben wir rechts die Anzugschränke und auf der linken Seite die Luftschleuse. Noch weiter nach vorne im Schiff stehen wir letztlich auf der Brücke. Die hat einen eigenen Ausrüstungsschrank und 3 Sitze für den Piloten, für den Co-Piloten und für den Bordschützen. Gehen wir nach hinten zum Heck des Schiffes, kommen wir in einen Korridor, in dem wir auch nochmal einen Ausrüstungsschrank vorfinden. Und auf der linken Seite finden wir den Wohnbereich. Da haben wir eine voll eingerichtete Küche, einen Sitzbereich mit Tisch und Fenster nach außen und einige Lagerplätze und Schränke. Gegenüber finden wir dann den Schlafbereich mit Sitzgelegenheiten, Schränken, 3 Betten für die Besatzung und einem Regal sowie eine Nasszelle. Und schließlich am Heck des Schiffes dann der Laderaum, Schrägstrich Maschinenraum. Auch hier sehr schön mit dem Treibstofftank hinter einer Glasplatte sichtbar. Und zum Heck haben wir dann die Rampe. Und da sehen wir uns auch gleich der riesigen Rampe der Polaris gegenüber, über die wir jetzt mal die Polaris betreten. Übrigens, die Zeus CL sieht eigentlich von innen exakt genauso aus wie die Zeus, mit dem Unterschied, dass sie einen etwas größeren Laderaum und dafür kleinere Wohn- und Schlafräume hat. Oberhalb der Rampe der Polaris sehen wir schon, da ist eine Dockingöffnung. Die Polaris, die dockt eher an, als dass sie landet bei dieser Größe. Und wir betreten den Hauptladeraum. Hier wird Fracht eingeladen und von hier aus im Rest des Schiffes verteilt. Gehen wir von hier in den vorderen Teil des Schiffes. Hier gibt es eine Plattform, die hoch und runter fahren kann, aber man kann genauso auch die Treppen verwenden. Dann kommen wir zu den Torpedoschächten. Die Polaris ist ein Torpedoboot und lädt hier ihre Torpedos. Hinter dem Torpedoschacht haben wir dann den Hauptaufzug
Und weiter nach vorne haben wir die Kontrollterminals für die Torpedoabschussrampen. Interessant dabei ist es, dass die Torpedos tatsächlich von hier abgefeuert werden, ohne Sicht nach außen, also nur auf Befehle der Brücke hin. Das bedeutet, man braucht hier mindestens einen Spieler, der nur an dieser Konsole steht und darauf wartet, dass ihm jemand sagt, dass er Torpedos abfeuern soll. Gehen wir jetzt noch weiter nach vorne, dann haben wir Zugang zu einem Geschütz am Bug des Schiffes. Im hinteren Teil des Schiffes haben wir jetzt auf der rechten und auf der linken Seite Frachtaufzüge, die nach oben fahren. Und wir haben aber auch entsprechend Leitern, wo man diese Aufzüge umgehen kann. Und beide führen in den oberen Teil des Schiffes die Leitern hier auf den Hauptkorridor und die Frachtaufzüge in den großen Hangar. Gehen wir jetzt vom Hangar nach hinten, finden wir uns vor einem Aufzug wieder. Der wohl aktuell scheinbar nicht funktioniert, der sich aber über Treppen umgehen lässt und der uns normalerweise in den Hauptmaschinenraum bringt. Der junge Mann hier hinten kommt gerade vom Gravitationsgenerator. Wir gehen hier die Treppe nach unten. Da ist eigentlich der Aufzugeingang. Und wir sind hier am Haupt-Engineering-Terminal. Von hier aus haben wir den Überblick über den gesamten Maschinenraum und die Leute, die darin arbeiten. Wollen wir mal versuchen, den Aufzug nach unten zu nehmen? Ja, egal, einfach runterhüpfen. Dann sind wir hier im Maschinenraum direkt angekommen. Und dann schauen wir uns die Maschine mal aus der Nähe an. Hier gibt es auch nochmal Engineering Terminals, jeweils für die einzelnen Teile der Maschine. Und von hier aus sind wir wieder im Frachtraum angekommen. So, nehmen wir jetzt von hier aus den Frachtaufzug nochmal zum Hangar. Und verlassen den Hangar. Zur Steuerbordseite haben wir direkt gegenüber das Schiffsgefängnis. Mit einem Wächtertisch und 2 Zellen, die von hier aus überwacht werden können. Kreuzen wir jetzt nochmal den Hangar und verlassen ihn zur Backbordseite. Dann finden wir da die Krankenstation. Ebenfalls mit einem Empfangstresen. Aber statt der 2 Zellen hier 2 Krankenstationen mit jeweils 2 Betten, also insgesamt 4 Plätzen, um Verletzte oder Kranke zu behandeln. Von der Krankenstation dann in Richtung Bug des Schiffes kommen wir vorbei an Rettungskapseln und seitlichen Geschütztürmen und geradewegs auf einen Treppenaufgang, der zur Luftschleuse führt. An diesem Treppenaufgang vorbei kommen wir dann an einer Tür zur Messe vorbei. Da gehen wir auch gleich rein, und zwar über den Hauptkorridor, vor dem wir vorhin schon standen. Denn auch vom Hauptkorridor aus, man sieht es hier schon durch die Fenster an der Seite, haben wir einen Zugang zur Messe des Schiffes. Da haben wir Sitzgelegenheiten mit einem Schachbrett, eine voll eingerichtete Küche, Sitzgelegenheiten für die Messe und mit Tischen und nochmal eine Sitzgelegenheit mit Fernseher. Treten wir wieder aus der Messe in den Hauptkorridor, haben wir gleich gegenüber eine Tür, die in die Crewquartiere führt. Und da haben wir jeweils Kajüten für 2 Leute, inklusive einer Toilette. Und einem Sitzbereich sowie Lagerschränken. Und das Ganze 1, 2, 3, 4, 5 und hier vorne 6 Mal.
Über den Hauptkorridor weiter nach vorne haben wir hier die Kajüte des Captains, die noch nicht betretbar ist. Die ist noch verschlossen. Und weiter nach vorne kommen wir am Hauptaufzug vorbei und gegenüber davon haben wir das Magazin. Und im Magazin haben wir einige Lagerschränke für Anzüge und für Ausrüstung sowie Sitzplätze. Weiter in den vorderen Teil des Schiffes kommen wir vorbei an Rettungskapseln, dann letztendlich zur Brücke des Schiffes. Da begrüßt uns die noch nicht fertig implementierte Holokarte. Hier soll dann mal später ein Scanner-Interface sein. Und von dort aus nach unten die Brücke mit ihren jeweiligen Stationen. 2 taktische Stationen zu jeder Seite. Ein Sitz für den Captain mit bester Übersicht. Und einen Piloten- und einen Co-Pilotensitz. Tja, und das war die riesige neue Polaris von innen. Natürlich hat RSI noch etwas mehr auf der Pfanne, wie hier die Aurora-Schiffe. Kleine Einsitzer für jeden nur erdenkbaren Zweck. In der Mitte die Mantis, ein Abfangjäger mit Quantenunterbrecher. Die beiden Kampfschiffe Scorpius und Scorpius Antares, die so im gefalteten Zustand übrigens auch in den Hangar der Polaris passen. Sowie die Constellation-Klassenschiffe in 4 Ausführungen. Hier ganz vorne die Constellation Aquila für Erkundung. Der Innenraum der Constellation hat übrigens ein Update bekommen. So lässt sich der Tisch nun endlich ausfahren. Dafür lässt sich aber die Nasszelle nicht mehr öffnen. Im Keller haben wir dann schließlich die Landfahrzeuge von RSI, und zwar die Ursa-Plattform in den Varianten Lynx als Luxusfahrzeug, Medivac als Krankenwagen und links den Ursa in der Basisversion. Daneben sind von RSI noch 4 neue Schiffe angekündigt, die zum großen Teil noch im laufenden Jahr erscheinen sollen. Und die schauen wir uns jetzt in der Display Hall an. Da stehen wir hier als erstes vor der Perseus, ein Kanonenboot mit militärischer Ausrichtung. Daneben die Galaxy, ein Multifunktionsschiff, das mit Modulen umgerüstet werden kann. Die Arastra, ein Bergbauschiff für den tiefen Raum mit eigener Raffinerie an Bord. Und schließlich das medizinische Rettungsschiff Apollo Triage, das es auch noch in einer Medivac-Version geben wird. Tja Leute, das war's vom RSI-Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne in den Kommentaren da, ob ihr so eine Polaris befehligen wollen würdet. Und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder zu den 4 Herstellern Argo, Greycat, Consolidated Outland und Kruger, die in guter Tradition ihre Schiffe im Viergespann vorstellen. Bis dahin, einen guten Flug.